So Leute, herzlich willkommen zu einer zweiteiligen Videoreihe, die wir heute drehen. Für die sind wir extra in die Nähe von Stuttgart gefahren, um heute mal einen Tuner zu besuchen, nämlich Techart. Das ist die Homebase des Porsche Tuners, den man, glaube ich, sehr gut kennt, die schon sehr viele schöne Fahrzeuge gebaut haben. Ein bisschen was sehen wir hier schon, ein bisschen was Älteres und ein bisschen was Aktuelles. Alles ist auf jeden Fall vorhanden und die haben gesagt, ey, komm vorbei, kannst gerne mal filmen, und das machen wir natürlich, weil ich glaube, das ist echt immer auch interessant zu sehen, was andere machen. Ich finde, generell ist eine Firma, die auf jeden Fall sehr hochwertige Tuning-Sachen macht. Ich kenne das noch von der Essen Motor Show, da haben wir auch zusammen mit Abt und Techart und ein paar anderen Tunern immer uns einen Stand geteilt und ja, dort zusammen auch die Tuning-Messen verbracht, und von dem her sehr cool jetzt hier zu sein. Wir werden euch gleich ein bisschen zeigen, was drin abgeht. Ich glaube, wir können eins schon mal zeigen, ganz kurz, nur damit schon mal zum Sabbern anfangt, Leute. Das hier ist das Showroom, wenn man hier reinkommt, und das hier ist einfach nur ein Monster, nämlich das ist der GT Street Air von Techart. Unfassbares Gerät, seht ihr im nächsten Video. Also falls ihr dabei sein wollt, ne, auf jeden Fall abonnieren, aber ich glaube, es ist ganz geil, auch mal ein bisschen aufzubauen, euch mal zu zeigen, was hier so abgeht. Das wird auf jeden Fall nochmal eine Stufe, glaube ich, wilder, ein bisschen krasser. Aber heute haben wir auch was Schönes, nämlich den Taycan 4S. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Auto, um euch zwei Dinge zu zeigen, die hier passieren. Nämlich zum einen ja, Carbonveredelung, wie man das kennt. Das wird hier alles, fast alles in-house gemacht, und vor allem auch Sattlerei. Also das ist ganz spannend, wir waren gerade schon mal drin. Der gute Kevin hat uns seine Führung gegeben. Werden wir gleich euch die Aufnahme zeigen. Aber man muss generell sagen, ich finde, Elektroauto-Tuning ist noch nicht so, also ist noch nicht in der Masse angekommen. Erstmal natürlich, weil die Autos auch noch nicht so in der Masse sind, aber ich glaube, dass aktuell der Kunde, der sich ein Elektroauto kauft, gar nicht vielleicht so dieser klassische Tuning-Kunde ist. Während, ehrlich gesagt, die anderen Dinger aktuell immer noch gehen wie geschnitten Brot. Also ich glaube, das da drin verkauft sich besser als das. Aber ich glaube auch, es ist wichtig, dass man als Tuner auch in diesem Bereich was macht und was anbietet. Na, ihr seht das, es ist quasi eine Frontlippe, Full Carbon, schwarz mit Carbon, sowieso immer, dass das immer geil funktioniert. Hier noch ein paar so Einlässe. Also da ist ja eigentlich so ein bisschen ja, Plastik dahinter versteckt. Das ist jetzt kaschiert mit jeder Menge Carbon. Dann haben sie noch Felgen mit drauf, genauso wie lackierte Bremssättel in so einem Giftgrün. Das sehen wir auch gleich drinnen. Das zieht sich gleich noch ein bisschen weiter im Innenraum. Sideblade aus Carbon, finde ich auch sehr schick. Schaut sehr geil aus. Vor allem ist es hier zweiteilig. Das muss man machen, damit man natürlich auch die Tür aufkriegt. Ja, ihr wisst Bescheid. Ja. Ich muss aber sagen, generell ist es relativ schlicht gehalten, aber ich finde, es passt ganz ja, gut aber ist auch richtig so. Also du brauchst ja jetzt hier nicht übertreiben. Das sind sehr, sehr dezente Umbauten, nicht übertrieben, auch jetzt hier vom Heck. Aber, und das muss ich sagen, es wirkt hochwertig und es wirkt einfach mit dem richtigen Maße. So, ne? Es ist cool so. Das finde ich einfach so. Hier so ein kleiner dezenter Heckspoiler, tipptopp, nicht zu viel, nicht zu wenig. Auch hier das Heck komplett mit Carbon. Also es sind ja so ein bisschen eigentlich die Geschichten, die wir auch machen als Firma, ne, was sich einfach bewährt hat über die Jahre. Und ich glaube, wenn man das qualitativ gut macht und ordentlich verbaut, dann schaut das auf jeden Fall ziemlich geil aus. So, und dieses ganze Carbon, was ihr gesehen habt, das wird dort die Straße runtergefertigt. Dort waren wir gerade eben schon, deswegen springen wir mit euch da jetzt einfach hin. Jetzt sind wir in unserer Carbon-Manufaktur. Hier werden die Carbon-Teile handgefertigt und auch PU-Teile entstehen hier. Und Chris ist quasi unser Carbon-Experte. Der kann ja ein bisschen erzählen, wie das Ganze funktioniert. Hi, servus, grüß dich. Und was unsere Carbon-Teile auszeichnen. Du bist der Chef hier. Nicht der Chef. Du bist der Teamleiter. Von dem Bereich. Der Teamleiter. Nein, guckt an, was wir hier zu bieten haben. Ja, hauptsächlich machen wir unsere Carbon-Teile im Pre-Break-Verfahren. Sprich, wir haben vorimprägnierte Carbonmatten. Ja, die schneiden wir uns dann formgerecht aus, von Hand. Ja, die legen wir dann in unsere Formen rein. Ja, backen die aus.
Wenn wir es ausformen, werden die Teile dann beschnitten. Das sehen wir hier, dass wir die Form, die Kontur, alles von Hand ausgeschnitten haben. Dann gehen die Bauteile zum Lackieren. Wir bekommen den letzten Schliff noch. Und so gehen sie dann raus zu unserem Kunden. Und wir machen hier nicht nur die Lufteinlässe, sondern... Wie groß kann es sein? Geht alles? Also Geht alles. Oder ist es dann schon... Ne, von der Größe her geht alles. Alles, was in den Ofen reinpasst. Von der Größe her alles, was in den Ofen reingeht. Da checkt man erstmal, wie leicht das ist. Großer Ofen auf jeden Fall. Halt's mal in die Hand. Ja. Boah, das ist echt voll leicht. 1,4 Kilo. Geil. Wo war's hier? Ja, Und dann gibt es dann auch die verschiedenen Farben, Genau. Forged Carbon. Forged Carbon, wir haben hier ein Goldfaser-Carbon. Auch geil. Ja. Ja. Aber außen bestimmt ziemlich frech, oder? Habt ihr sowas schon mal außen irgendwie gebaut? Außen haben wir es noch nicht. Nein, Aber im Interieurbereich haben wir es gemacht. Hier haben wir noch einen roten Faden mit drin. Ja. Und dann das Spiel mit ganz vielen verschiedenen Lasuren, Lacken auf den Bauteilen, dass man die Carbonstruktur sieht, aber das Ganze dann schön zum Innenraum passt, zur Ausstattung passt. Wir sind von Form und Farbe, an das sind wir nicht gebunden hier. Wir können so ziemlich alles, was der Kunde uns zutraut. Ja. Ich halte hier nochmal kurz ab, aber dann könnt ihr nochmal schnell die Einstellungen nochmal checken, ob das alles soweit ist. Spießlich mal! Ein kleines Spießlich mal! Ich hab gedacht, hä? Was für eine Einstellung? Oh, bockt aber schon auch wieder, ne? Das ist schon jedes Mal wieder ein Highlight. Mich catcht jedes Mal dieser Sound. Das Futuristische, ne? Ich find's auch geil. Ist auch noch schade, dass Audi das nicht so hat. Dieser Punch. So, jetzt sind wir schon mal hier. Ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall kurz gesehen, wo diese Carbon-Teile entstehen, die ihr dort seht, Leute. Auf jeden Fall immer cool, glaube ich, wenn man sieht, na, das ist halt irgendwie Menschenarbeit, das sind Leute, die da arbeiten und das irgendwie auch mit Herzblut machen. Das ist schon sehr, sehr cool und das sieht man natürlich auch. Natürlich gibt es auch noch eine Werkstatt und natürlich gibt es auch noch etwas, was, würde ich fast sagen, fast schon ein bisschen auch der Kern jetzt von diesem Auto ist, nämlich die Sattlerei. Wenn man sich so Tuning anschaut und ein bisschen überlegt, okay, wie hat sich das jetzt so über die Jahre entwickelt, zumindest mal aus unserer Sicht, also aus Abt-Sicht und wahrscheinlich auch, also wir haben vorhin ein bisschen gesprochen, auch aus Techart-Sicht, ist es schon so, dass es immer stärker ins Luxuriösere geht und auch immer mehr in dieses Individuelle. Also jeder will so ein bisschen in einer Welt, in der vielleicht Dinge immer mehr gleich werden, so seinen individuellen Style mit reinbringen. Und das kann man natürlich einmal außen machen, aber vor allem auch sehr gut im Interieur, weil das ist ja das Wohnzimmer vom Auto. Das ist ja das, wo wir jetzt die meiste Zeit verbringen, wo du ja selber auch irgendwie das spürst, weil das von außen spürst du ja nicht. Das ist so ein bisschen, du möchtest natürlich, dass die anderen das sehen. Ne? Ich denke, okay, geil. Aber innen ist wie das Gegenteil. Innen sehen die anderen nicht so wirklich, aber ist halt für dich und für deine Beifahrer. So, und da sieht man halt jetzt schon hier, dass Techart hier enorm viel gemacht hat. Fängt schon mal damit an, dass du kein Plastik mehr findest, außer vielleicht hier noch ein bisschen. Aber Armaturenbrett und so weiter, es ist alles komplett verziert und das vor allem in individuellem Design. Das heißt, du siehst hier richtig so eine ganz eigene Perforierung, die Techart da an diesem Fahrzeug hat. Na, natürlich mit den grünen Details. Na, das ist jetzt so hier an dem Auto eigentlich so durchgängig durchs ganze Auto bis nach hinten auf die Rücksitze mit einem Schriftzug hier. Na, da könnte man sich natürlich jetzt du kannst auch auf rechten Stuhl Adrian oder rechten Sitz Adrian machen und hier auch Daniel. Na, das wäre doch super, oder? Super, das wäre doch toll. Dann machen wir das, dann bestellen wir gleich ein. Das einfach direkt einbestellen. Wir denken komplett, wir sind geisteskrank, ey. Wir seht ja auch aus wie Brüder. Dann gibt es auch noch Lenkrad. Also das hier zum Beispiel ist nicht das Serienlenkrad. Das ist dicker, das fühlt man direkt, wenn man es anlangt. Das fühlt sich anders an. Wir sehen hier auch das Techart-Logo, das ist mit Alcantara verziert. Wir haben hier ganz kleine Details, also den Drive-Mode, der lackiert ist zum Beispiel. Wir haben die Schrauben lackiert. Also es ist sehr viel passiert. Ich glaube, es ist ganz cool, wenn wir mal die Chance haben, auch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Wie schaut es in der Werkstatt aus? Wie schaut es in der Sattlerei aus? Was sind da für Menschen? Was passiert da so? Deswegen springen wir da jetzt mal hin. Also das ist unsere Werkstatt, da findet auch viel Entwicklungsarbeit statt. Diesen Street-Umbau, der gerade zum Disney Street wird, wenn er so Turbo S.
in British Racing Green. Geile Farbe, oder? Mega geile Farbe, haben wir komplett lackiert. Auch das Interieur ist halt komplett individuell mit den zwei Farben, mit Beige und Grün. Das ist halt ganz cool, der Kunde kann es komplett so gestalten, wie er das gerne möchte. Du kannst dann total sportlich machen mit Alcantara und Leder. Oder klassisch. Oder ganz klassisch, genau. Das ist schon krass. Aber ihr baut dann quasi, ihr baut die Teile ab, klebt die Sachen an und dann wird es wieder angebaut, oder wie macht ihr das? Das ist abhängig von den Teilen. Hier haben wir einen kompletten Kotflügel, der wird dann ersetzt. Das ist dann ein Ersatzteil. Der ist aus Kohlefaser bei uns, hat eine eigene Form. Hier kommt die Rathauslamellen rein. Auch die Heckschütze ist ein komplettes Ersatzteil. Und Heckschütze, warum auch? Weil unten weil so viel anders ist, dass es nicht anders geht, ein komplettes Teil zu machen? Oder? Also da hat sich schon einfach die Form so extrem verändert im Vergleich zur Serie. Du siehst hier, das ist eigentlich schon wie beim Rennwagen so eine Form, dass es hier alles schwarz hinterlegt ist und dem Auto einfach nochmal eine ganz andere Silhouette gibt. Auch hier hinten haben wir eine zweistufige Abgasanlage. Bedeutet, da kommst du mit der Serienabgasanlage gar nicht mehr weit und da braucht man einfach eine eigene Form, wo das funktioniert, wo die Entlüftung funktioniert. Aber gerade hier oben hat sich die Form schon verändert. Aber die ganzen Punkte, die werden alle gescannt in der Entwicklung und auf denen arbeiten wir dann auch und bauen da auf, dass es relativ einfach ist für unsere Partner weltweit, die Schütze anzubringen. Ja. Jetzt hier in die Sattlerei. Und wir machen hier das auch quasi weltweit, also die Partner, die bei uns Lenkräder bestellen, die Interieurumbauten bestellen, da passiert das quasi alles hier und wird dann weltweit versendet. Hier ist gerade ein Magnum, ein Kundenfahrzeug, der war vor 10 Jahren schon mal bei uns, kriegt jetzt nochmal ein Update von dem Interieur, weil er schon relativ viel gemacht. Weiß aus. Also so Ja, das war ein helles Interieur, genau. Oh ja, okay. Der hat sehr viel helles Leder. Das ist kein Problem, auch mit Lenkrädern, wenn sich mal ein Alcantara oder so über die Jahre abnutzt, können wir das einfach relativ easy neu beledern. Ja. Und ich kann dir auch gleich zeigen, wie bei uns nebenan die Sportlenkräder entstehen. Und habt ihr schon immer die Sattlerei oder habt ihr das irgendwann Nee, die Sattlerei gibt es schon ziemlich lange. Eigentlich hat es früh angefangen schon mit der Sattlerei. Und das Gebäude hier ist ja auch immer dasselbe geblieben, seit 87 und hat sich dann Step by Step haben wir die Carbonfertigung kam dazu, dann mal noch Lagerhallen. Aber hier die Sattlerei ist schon eine Kernkompetenz von Techart schon sehr lange. Und das ist die ganzen Muster für die Interieur von den verschiedenen Fahrzeugen, die sie einfach über die Jahre angesammelt haben. Ganz schön viel, ne? Einiges, ja. Und bei jedem neuen Fahrzeug, wie jetzt der Taycan zum Beispiel, da kommt das Fahrzeug zu uns, die Vorlagen werden erstellt, die Muster, die Schnittmuster und dann kann man das quasi immer wieder aus der Schublade holen und für die neuen Kundenumbauten dann nutzen. Genau, und Das auch ist auch geil. Bordmasse. Krass. Darf ich mal annehmen? Ja klar. Das macht ihr quasi dann immer zu jedem Fahrzeug dazu so eine eigene Genau, wenn gerade so ein vollständiges Interieur umgebaut wird, ist einfach ein schönes Detail, gehört dazu, auch mit der Prägung und das ist einfach für uns wichtig, dass wir da Das ist geil. bis ins letzte Das sind Detail. kleine Details, aber das finde ich. Genau. Cooles Detail bei den Sitzen ist hier der Carbon-Einleger auf der Rückseite. Das ist ganz geil. Das gibt es quasi ab Serie gar nicht. Und das ist auch bei dem Fahrzeug das allererste Mal, dass so verbaut wird. Auch ein Detail, was ich mega cool finde. Hier ist jetzt zum Beispiel das Carbon schon fertig gemacht und die Carbon-Blende für das Lenkrad. Ja. Und dann der nächste Schritt, da wird das quasi noch beledert oder mit Alcantara bezogen. Wie es jetzt zum Beispiel hier schon der Fall ist. Haben wir das komplett mit Leder bezogen. Der Kunde kann entscheiden, will er den den Fahrmodusschalter lackiert, will er den mit Alcantara oder Leder bezogen. Dasselbe für die Pedals. Schrauben kannst du quasi komplett individuell lackieren lassen. Alle Einzelteile vom Lenkrad kannst du eigentlich so gestalten bei uns, Geil. wie du das dir vorstellst. Hier nochmal eine ganz sportliche Variante mit Alcantara, gelb hinterlegt, mit der 12 Uhr Mittelmarkierung. Keine Grenzen für die Vorstellung, wie du so ein Lenkrad gestalten kannst. Und ist auch super wichtig, weil du es irgendwie jeden Tag in der Hand hast und deine erste Verbindung zum Auto, deshalb finde ich es echt cool. Ja, absolut. Weil man im ersten Schritt einfach mal das Lenkrad ein bisschen sportlicher macht, ein bisschen dicker als das Serienlenkrad, fühlt sich dann schon besser an. Cool, dann können wir nebenan mal schauen, wie so ein Lenkrad entsteht. Marco ist einer unserer quasi Experten hier in der Sattlerei, die für die ganzen Interiorumbauten zuständig sind und hat uns ein Lenkradmuster gebracht, was gerade neu gegossen wurde. Also wir strippen das komplette Originallenkrad, Ja. schneiden das Leder komplett einmal runter und sägen dann auch den Originalguss runter, dass du wirklich nur noch bis auf den Metallkranz das Lenkrad hast. Und dann kommt der Metallkranz hier in die Form
Weil die Form von euch anders ist als... Genau. Okay. Ja, lang, also Bill hat es ja schon wahrscheinlich ein paar Mal in der Hand hier. Ja. Ja, und jetzt hast du einfach mal zum Vergleich, ja, 992, das hier ist jetzt auch ein 992, einfach mal deutlich dicker, mehr Querschnitt, Krass, wenn wir abgeflacht unten. Ja, okay, ja, dann ist schon aufwendig, ne, wenn man... Ja, Und komplett Formen, neuer Guss. Ja. Und so haben wir auch für jedes Lenkrad aus verschiedenen Baureihen, für Pannas und da auch für verschiedene Baureihen immer wieder neue Formen und können jedes Lenkrad eigentlich neu gießen. Viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Alles handgefertigt, wie du siehst, alles handgenäht. Ja, Der guck mal, Sandro näht gerade da hinten. Oder Der hat schon einen Bezug jetzt fertig. Guck mal, es fängt hier an, ja, du machst die Zuschnitte mit den Schablonen hier, dann hast du hier die einzelnen Segmentzuschnitte und dann hast du die einzelnen Segmente, die werden angepasst. Oh, frech. Ja, genau. Das wird nachher dann schon ziemlich porno. Ja. Das kommt schon richtig frech. Mit der orangenen 12 Uhr Markierung, So, die blaue Unterlegung hier. Geil. So, wenn du mit der, so, und dann das blaue Pedal, das wird glaube ich schon ziemlich wild. Was ich glaube auch noch ganz cool zu erwähnen ist, wir beziehen auch die Fahrmodusschalter. Das ist eigentlich auch immer ganz cool Ich liebe aussieht. ja die ganzen Details jetzt so. Ich kann mir richtig gut vorstellen. Und das ist einmal ohne Naht, Ja. einmal mit Naht. Haben wir hinten eigentlich auch schon gezeigt hier so Interieur? Sieht man glaube ich auch noch mal ganz gut, ne? Was da so alles abgeht. Also ich find's persönlich halt immer mega, Leute, wenn so, ja, wenn halt einfach so, man sieht, dass die Arbeit gut ist, ne, und dass alles passt, und das ist genau das, was wir ja auch mittlerweile vermehrt oder immer mehr machen. Also muss ich echt sagen, sehr, sehr schön, aber für mich das Highlight, das war jetzt elektrisch, war cool, alles gut, aber das Highlight steht da drin. Schon geisteskrank. Also das wird das nächste Video, Leute, deswegen seid auf jeden Fall am Start, das wird wild. Wir machen euch mal einen ganz kleinen Heißmacher rein. Ja, und das war's von heute. Ich hoffe, hat euch gefallen, dass ihr mal ein bisschen Einblick hier bei TechArt seht. Und wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Nicht verpassen, Leute, es lohnt sich. Bis dahin. Ciao.